Alrighty, Zen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes Fidget mit mir, Basti. Wir haben jetzt noch knapp 40 Minuten, um Tag 3 zu Ende zu spielen. Ich habe nicht mehr so viel Alu übrig. Tatsächlich sind es, glaube ich, nur noch 60. Habe ein bisschen SA schon gemacht. Wir werden jetzt noch ein paar Minuten vielleicht ein bisschen SA machen. Vielleicht kommen wir auf 53, 54, 55% so. Um die Dreh rum wäre ganz hübsch. Und dann schauen wir einfach mal nach ein paar Epics und gucken, was an Dungeons noch geht. Wir müssen uns ja auf jeden Fall auch um den 5. Dungeon Key bemühen. Und ja, am Ende gibt es auf jeden Fall ein Status-Update, wie weit wir gekommen sind. Und wir gucken natürlich, wie die Players to Watch nach 3 Tagen abgeschnitten haben. Viel Spaß. Mit der letzten Quest des Tages kriege ich den Dungeon Key. Das hatte ich auch noch nicht. Also, sonst hätte ich jetzt hier gar nicht mehr viel machen können. Klar, für den 6. Dungeon, den kriegt man auch im Zauberladen, aber also, bisschen geschwitzt, ey. Nice, da ist er. So, dann gucken wir auch gleich mal rein in die Dungeons hier. Es sollte eigentlich was gehen. Ja, oder? Bin ich jetzt hier ganz verquert, da muss doch eigentlich was gehen jetzt hier. Aber sowas von muss da was gehen. Aber sowas von, sage ich dazu nur. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Geht doch, geht doch. Multikill. Monster Kill. Nice. Great stuff. Okay. Ja, dann. Vielleicht nochmal Treasury ein bisschen aufbauen.
60. Ja, 60 ist der Startwert, gut. Ja, suche ich mir jetzt einfach mal ein paar Epics raus. Leute, dreimal das gleiche Epic, was ich eh nicht mehr brauche. Also was ist das? So, ich hoffe, wir haben es jetzt resettet hier. Ah, das brauche ich auch nicht. Das kann doch nicht sein. Jetzt kriege ich auch diese Schlüpper hier zum 8000. Mal. Handschuhe und Gürtel oder was? Ist hier das Einzige. Und schon wieder diese blöden Handschuhe. Was ist denn das? Ja. Mhm. Gut, die Waffe. Da fehlt der Sockel. So. War leider nicht ganz ruhig und dadurch sind jetzt noch knapp 10 Minuten da. Ihr habt ja gesehen, wie viele Epics ich am Anfang gekriegt habe an Gürteln und Handschuhen. Dann gab es nochmal ein Torso und auch eine Waffe. Ich hatte mir die zwar schon gekauft, aber ja, von den Werten her ist die sogar einen Ticken besser. Aber ich wollte halt eine Epic-Waffe haben und dann können wir die wieder verkaufen. Ja, das extra habe ich halt nicht eingesetzt. Weiß nicht zwingend, ob wir es brauchen. Die Schuhe und Torso sind noch ganz alt, da habe ich auch nichts gefunden. Also ich habe auch teilweise einzeln geguckt nach besseren Gegenständen. Nichts gefunden. Vielleicht kriegen wir einen Epic in den Slots. Das wäre perfekt. Ja, wir gucken jetzt mal, ne? Dass hier irgendwie Dungeon fallen. Wir gehen mal nach. Ist genauso. Genauso. Und ist jetzt zwar nicht, also es hätte schon ein geiler Schuh sein können. Ja, leider ist es nicht geworden, aber immerhin gefallen der Kollege. Ah ne, wir müssen jetzt den 84er hier. Also, let's go. Nice. 86er. Läuft. Leider keine Epics. Aber was soll's. Also, ja, im Notfall könnte ich das Epic noch nehmen hier. 85 Constitution mit einem besseren Stein. Das kann schon noch was Verbesserung sein, aber ich hatte jetzt halt auch die Stärke-Gegner. Deshalb habe ich sie irgendwie nicht nehmen wollen, obwohl es ja eigentlich doof ist, wenn ich da eh noch Constitution drin habe, ne? Wird mir gerade so ein. So, der 92er ist ja dann schon wieder ein neuer Dungeon.
die wir dann aber erst ab Stufe 70 erreichen. Zwei knappe Versuche. Sehr schön. Schauen wir uns mal an. Sechsfach-Kombo noch nicht das Maximum, aber gut. 77 ist stärkering, ey. Wie schlecht. Wie schlecht kann man so, also wie schlecht kann sowas bitte sein? Kein einziges Epic bekommen. Müssen wir also auf den Robert Chief hoffen. Weil ich hier nicht hundertprozentig weiß, ob wir den schlagen. Oh. 2, 3 knappe Versuche waren da dabei. Ei. Schöne Stärkeschuhe wären eigentlich ganz geil. Ach, jetzt kommt hier eine Armor. Die ist jetzt ein bisschen besser. Die hole ich mir jetzt auch. Hätte zwar auch besser sein können. Die ganze Zeit habe ich nach sowas gesucht vorhin. Nichts gefunden. 111. Oh, das wäre natürlich gleich nochmal viel besser gewesen. 96er Stärkeschuhe. Jetzt brauchen wir noch die Don'ts. Numero uno. Constitution Stein kann man jetzt auch nehmen. Einfach noch schnell für die Dungeons jetzt hier. Jawohl, da habe ich eine Kette gesehen. Mal gucken. Knapper Fight, richtig knapp. Nebenattribute sind mit dabei. Boah,
Schwierig einzuschätzen, schwierig. Hm. Auch immer noch Stärkegegner. Was? Aber der fiel direkt. Was war das für ein Fight, ey? Hab Glück gehabt. Ja, da waren immer Rages dabei. Jeder Angriff war ein Rage. Sehr nice. Bei mir 23,59. Ich krieg schon kleine Steine. Oh Gott. $15.000. 9 hatte der 9 HP? Puh, knappe Kiste. Boah. 2 Nuller Rages. Und am Ende war es ein Einzelhit. So, und dann gucken wir mal. Jetzt ist nämlich der Tag wirklich rum. Wie es in der Ehrenhalle aussieht. Uah, 222.
Level höchster Spieler. Oh, also es ist ein krasser Fight zwischen den Dämonenjägern und den Berserkern. Universe, Melendez sehen wir hier oben auch. Salty bei den Berserkern mit 220 am höchsten. Dann vom Level her, der kein Dämonenjäger und kein Berserker zu sein scheint, wäre Davalon als Magier. Okay. Hat da nochmal ordentlich reingestrunzt. Assassinen haben wir hier mit Grossick und Shubino auf jeden Fall noch weiter oben. Mhm. Ja. Ist auf jeden Fall interessant. Universe hatte den First Day Record gemacht. $40.000 Pilze bei Melendez drin. Oh, wenn ich mal einfach so jeden Server diese Summe ausgeben könnte, dann wäre ich auch ein bisschen höher vom Level. Okay, krass. Es sind gar nicht so viele Spieler bei 200, aber ja, das sind halt natürlich teilweise Leute, die auch gucken wollen, was geht, ja. Ich will jetzt gar nicht so weit reingucken, weiter in die Ehrenhalle, denn wir gucken die Players to Watch noch. Ja, natürlich nochmal an und wir schauen mal, wie es aussieht. Oh, Moment. Ich habe vergessen, Leute reinzunehmen. Das müssen wir noch machen. Das müssen wir noch machen. Alright, hier sind liebe Leute und damit herzlich willkommen zu Fakes and Fidget Wiki 57. Das erste Video. Richtig auf dem Server von mir um 3:07 Uhr. Wer kennt's? Ja, 3:07 Uhr ist die beste Zeit, um Shakes and Fidget zu spielen. Hands up, wer das auch macht. Und das eben vor den Wartungsarbeiten. Ja? Also wer hier richtig mutig ist, der ist richtig cool. Ich bin gefragt worden, was habe ich auf dem Server vor, und ich spiele den Serverstart eigentlich so wie immer. Ja, ich bin über den Gildenfinder in die Gilde das Königreich gekommen. Habe mich dann ein bisschen auf Level 10 gespielt mit, weiß nicht, ungefähr 15, 16 Prozent Gildenausbau. Mittlerweile sind wir schon hier bei 32 und 35. Das ist besser als auf den letzten Server, wo ich war. Für eine Gilde, die halt random gejoint bin. Und ja, Level 10, das übliche Spiel, SA pushen. Ich habe diesmal ein bisschen mehr fürs SA gemacht als auf dem anderen Server. 35% bin ich. So, das ist die aktuelle Players to Watch. Daniel hat auf Englisch geschrieben und hat einen asiatischen Text hier. Ist 96er Berserker. Also auch einer, der ein bisschen mehr gemacht hat als ich. Vom SA her 65% könnte also vielleicht sogar höher sein. Aber was soll ich sagen, ich bin ja auch nicht ganz an der Spitze. Hat es jetzt nicht geschafft, noch die 90 Dungeons zu clearen, aber vermutlich, wenn er jetzt so um diese Stufe 95, 96 ist, hat er vielleicht jetzt den neuen Dungeon Key oder kriegt er den neuen Dungeon Key mit der Alu. Dann geht es vielleicht noch ein bisschen weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein Top-Char. Wir haben ja gesehen vorhin, dass ja, einige zwar auch über 100 sind. Aber ja, genau, so Top 50 Niveau hält er auf jeden Fall. Ja, Davalon haben wir schon gesehen. Krasse Story als Magier. Hat er sicherlich gestreamt. Weiß ich jetzt nicht, wie hoch sein Pilzeinsatz dafür war. Ich vermute mal, aber also, ich hätte jetzt geschätzt, ja, dass er so um die 20.000 steht. Maybe. Stand 185. Aber ich weiß es auch. Ich kann es nicht wirklich einschätzen. Das ist mehr geraten.
Dann haben wir Hayes noch neu dabei, aus der Halle der Helden, ist sogar Gildenleiter dort. 48 und er ist ein Assassine. Da bin ich auch gespannt, wie er das weiterspielt. Also er hat auch auf jeden Fall ein paar Pilze eingesetzt, aber nicht so mega viel. SAs solide mit 53% bei A-Level 48. Das ist fast optimal, fehlt nicht mehr viel. Und ich bin gespannt. Also er hat auf jeden Fall ja auch Steine geholt. Also ich denke schon, dass er da ein bisschen Geld auch investiert hat für die Festung und so. Festungspaket auf jeden Fall natürlich geholt. Aber ja, es kostet ja auch Gold, die Steine zu holen. Deshalb interessant. Und Justin ist ja auch bei der Halle der Helden. Also eine Gilde, die wir uns hoffentlich auch langfristig sehen können. Und ja, wer weiß, was sie für ein Niveau haben. Justin mit Level 41 am Start. Hat einen Glückstein dabei, 2 sogar. Hat den flammenden Stab nicht mehr. Naja, keine Chance vor dem Epic-Event an Epics ranzukommen. Ne? Also, und selbst beim Epic-Event kann das alles relativ teuer sein. Ja, 40% SA. Beim nächsten Mal hast du vielleicht 3-4% mehr. Mal gucken. So, dann Stranger. Auf der Bananenplantage gibt es immer noch viel zu tun. Als Krieger 45. Ja, das ist wahrscheinlich ein relativ, ich will nicht sagen entspannter Pay-to-Win-Spieler oder ein entspannter Pilzer, aber der Char sieht insgesamt so aus, als ist er jetzt nicht mega preisintensiv. Ja, Level 45 ist ja auch gar nicht schlecht für einen Kriegerstand jetzt. Hat auch überall Steine drin, also auch einer, den wir langfristig sehr weiter umsehen können, wenn er weitermacht. Und Tobi ist jetzt doch am Start mit dem Projekt. Schlecht. Welches Level kann er erreichen ohne Kalenderfortschritt, kein Skillen, keine Ausrüstung, nichts, was den Char verbessert? Welches Level werde ich erreichen können? Ja gut, man muss sagen, die Quests am Anfang und beim Event, ne, die hauen nochmal rein, aber man kommt ganz schnell an den Punkt, wo man einfach ja, wo man dann auch nicht mehr aufsteigt in den XP, ne? Die Frage ist halt auch, spielt der 300 Alu mit diesem Projekt? Das müsstest du vielleicht noch reinschreiben. So, ja, Universe haben wir uns auch schon angeguckt. Er auf jeden Fall aus der Riege der Dämonenjäger, Top 3 im Moment. Im SA ist er bei 65. Ich werde den anderen nochmal gucken, vielleicht ist das Maximum, aber ich hätte gedacht, dass da mehr geht. Also Davon hat 67 gemacht und ich denke, es kann fast an die 70% gehen, wenn man das Ganze forciert. Und da ist also noch Luft nach oben. Ja, aber ansonsten stark dabei. As usual, ne? Immer noch sein First Day Shakes and Fidget drin. Und Waldemar, ja, für die 2 Wochen hier am Start, ne? Aus der Han Rizzler Army. Yay! Hat einen kleinen Fortschritt gemacht. Znjet Norsiani ist ja eine Gilde, die ich eigentlich von früher her kenne. Aber scheint jetzt auch keine Gilde zu sein, die extrem stark competitive ist. Also da sind wir zum Beispiel mit dem Königreich besser aufgestellt. Naja, schauen wir nochmal nach dem SA von den ganzen Spielern hier. So, jetzt geht's. Oh, Tura macht schon Festungspartnerschaft, geht auch schon ein Level hoch, also hat viel vor, der Kollege mal so zwischendurch neben sein Projekt einfach mal wieder einen neuen Server gestartet, wieder mal Pilze reingesteckt. Also es ist schon verrückt, was da so abgeht. Tura 70%, 71% SA sogar. Rodox 72. Also wahrscheinlich sind das die Leute, die auch wirklich alle kleinen Bildchen abgefarmt haben, was dann manche andere Spieler erst mit dem, sag ich mal, mit dem Heiligen Gral machen. Aber das war's dann erstmal von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Interessant sieht der Server noch alle mal aus. Gilden haben wir Endless Story, Demoralize und Dynamo Gießkanne, die wohl so die Top 3 ausmachen könnten. Aber das zeigt sich alles noch und das werden wir auch später beobachten. Haut auf jeden Fall rein, macht er. Tschüss. Servus, euer Basti.